Can you turn my mic down? It's like really loud. Suzanne, it was good. No, like I had it close to my mouth before, and it's like really, really loud. No. Right. You don't take the bottom off. Okay, well then you're singing. That's your mic. Suzanne, go play guitar. See, and that's how they. Boo. Oh, that's loud. Hello. Please turn it quieter. Like, way quieter. Father knows best. No. Quieter. Turn it quieter. I know, but I need it way quieter. Please. Okay, then I'm holding it further away. Is it quieter? Oh yeah, it is. Is it louder? No. Hello. Cool. Hi, guys outside. Hello. Hey, I'm out. That's okay. We're just giving you entertainment for a bit. We should sing a song and then I can record it. Which song? Right now? Which song? We can. Let's try it. Hey Papa, do you want us to sing the song again and then you can record it? Just right now? Yeah. But the mic. We got oh, it's off. Yeah, we'll sing it like this. The mics are off. I'm okay with this. Okay, so how high? Okay. So how high? Okay, so just start now. That high? Well, that's pretty good. Yeah. Oh, it's on. Okay. Okay. As the sun rose that morning on the day of Job's trial, he rose up to serve God as any other day, bound and determined to live in God's favor, and nothing would stand in his way. But then the messengers came one by one with their story. In just a few moments, Job lost all he had. Great wealth and riches, the health of his body, even his children were dead. The Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I served him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Then his wife came before him to voice her opinion. She said, you should end it, just curse God and die. Job rose from the ashes and looked towards the heavens. He brushed back the tears in his eyes. He said, the Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I served him before and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. When trouble comes silently, blessed be the name. When storm winds blow violently, blessed be the name. When Satan comes oppressing me, blessed be the name. I'll still serve God faithfully, blessed be the name.
The Lord giveth, he taketh away. Blessed be the name of the Lord. I served him before, and I'll serve him today. Blessed be the name of the Lord. Good morning, everyone. I'm just going to go over a few announcements quickly. So offering last Sunday was $3,253. Offering this morning can be dropped off in the basket by the exit door, or you can e-transfer it to mgcdonations@hotmail.com. If you have brought your deacon and lay minister nominations along, they can be left in the wooden box at the door, which is over there. For those of you who are outside, you can leave them in the container with the offering. And then Arnaldo Lozano had eye surgery on Friday. Let's just continue to pray for him. And you can stand if you would like to. Kom, så oss till bäst nu.
svar in dine hem kan jeg dra. God me fealty, oh me fealty. Jeder stund me fealty. Min Säkerhet, gerechtighet, oh Jesus me fealty. Das hast du die Welt hast gut und fähig, aber die Welt du sie Fried, Herrlichkeit, was du in Jesus van het Vader houdt u mee. Mijn hulp, mijn ascendie. Jesus van het Vader houdt u mee. Mijn hulp, mijn ascendie. God me fealty, oh me fealty. Widerstand me fealty. Min Säkerhet, gerechtighet, oh Jesus me fealty. Min Säkerhet, gerechtighet, oh Jesus me fealty. You may be seated. Good morning. Zeer schön hier te zijn vandaag morgen. Het is mij vreugde voor de gelegenheid. Mij vreugde dat jullie gekomen zijn. Ik wil bloos een paar dingen nog schön bekend maken. Als ik in de boodschap neem, eines erst, dat wir haben al stout, dat we gaan Unterrichtsklassen gehad voor die wat we willen zich typen laten. En we wisten eigenlijk niet wat over het plan. We hadden eigenlijk quite veel klaarheid om wat het geven. Niet zo, wanneer ik heb niet. En zo nu schijnt het zo, nu zijn we wat nu vangen dingen zaken aan op te bouwen. So nu hebben we dan een plan gemerkt. En zo we waren onze doopvast, waar we op twee groepen hadden. We hadden Westen van de willen zich in Brief van die piloten en Westen willen hier in de kerk. So we willen nu om 2 zinnen van u, dat is ik geloof dat is de 14e of 13e, whatever, 13e, 14e, allemaal 2 zinnen van u. Waar we hier zo om nummer dat we doopvast hadden. En we weten nog niet hoeveel mensen er waren erlaubt zijn te komen. We waren kijken zijn wat in de eerste 2 weken waren de nieuwigheden komen. Maar Emma had wel den dag nummer waar we hier de doopvast hadden. 2 zinnen nu den, dat is de laatste zondag in juni. Dan waren we Tabor MD nog eenmaal om nummer doopvast hadden. So dan waar we wat waar we daar, waar we hier zijn en wat waar we in park. En zo dat komt dan vooruit. En zo bitte kan je reden merken dürfen. En met dat zijn er altijd wat ik kan zeggen wat er wel een leder worden hier zo. En dat waar we proberen met dat ook met aan te nemen. En zo die van jullie wat de hand gezegd wat je wil. Ik weet
dat wanneer we de laatste hadden, we hier alle gedaan hebben, we nu willen we vragen dat je entweder aanzet Henry en Greta andere weit loten ist, dann haben wir gestemmt und dann war wir Anfang dieser Werk, Anfang der Plan, das Schwurposten, dann postet, wenn wir hier in der Kirche, dann postet im Park, wenn wir das durchdoen, wir können vielleicht das verdelen, dass wir beide steht. Ich weiß, dass der Doopfast en geleden worden, dat is een celebration tijd, een fasttijd. En dan gleich wie zeg je dat de mensen wat nu aan zijn, dat die kunnen pot zijn ervan. So, we willen het zo plannen dat de meeste mensen die kunnen daar aannemen. Hopelijk wordt het zo veel op zijn dat we kunnen dit huis hier vallen. En dan wordt het sehr schijn zijn. Maar we weten het nog niet, dan moet je met op wat we dan weten. Niet zo? En het nächste ding wat ik wil zijn, is wanneer die buiten zijn, dan wordt mij te windig, die kunnen ons buiten hier, voordat we hier bent zijn. Je weet waarom ik zo vertelde, we buiten naar de speakers, dus dat mensen buiten hier zo aan de komt. Wanneer je buiten zijn en je wordt te windig, je kan importig, kan je aan 29.1 kan je harken. We hebben het in de stroom, en wanneer je vrienden gaan in Vaxel, wat je weet wat er thuis zijn, en nog niet in de kerk zijn van deze reis, kan je wel een tekst checken, dat je kan aanschalten aan 29.1. En dat wordt niet weer rekenen als plus in Vaxel. Dat vielleicht een mail wat het is. En bitte verstoot me recht, wanneer je leren gaan wat ze in de andere kerk zijn, niet in proberen te verlokken van de andere kerk weg om hier te harken. Maar wanneer je almost thuis zaten, en maar te spreken te harken, dan kan ze ook een part zijn van de godsdienst van de Samariërs. So dann, waar we anfangen met de aandacht, waar we nog te beten. Himmlische Vader, danke schön für das Samariërs, für met ons zijn. Danke schön für die Woord. Danke schön, Herr Gott, dass du all was in opast, dass wir können anfangen, die Gemeinschaft haben. Noch sind wir so verkriselt hier in den Gebeten und was wir beten, dass wir nicht können dich topsetzen, dass wir würden gleichen. Wir können nicht die Verhältnis haben, dass wir würden gleichen, aber wir können den Anfang merken. So wir sind dankbar dafür, Herr Gott. Musst du uns Geduld schenken, dass wir können geduldig sein mit Wiederkommen mit dir und nicht zu dringend nehmen, aber lieber bloß die Gelegenheit nehmen, was wir sind. En verder weg werden. Herr Gott, von der Samariërs, wenn wir kicken doen, nu die Wort, besonders in 2. Johannes, ich bete, Herr Gott, dass du uns das bestimmt offenbaren, und wissen, was haben wir sollen lernen davon, und würden anzuwenden in unser Leben. So, Vater, wir danken dir, und wir preisen dir in Jesus' Namen. Amen. Ich will von einem frischen Thema anfangen, und das handelt sich am 2. Johannes, und das ist ein korter Brief, das sind nur 13 Verse in den ganzen Brief. En so die Thema, wat dus durch den ganzen Brief erst, als dat we in Wahrheit wandeln doen. Dat engelse Wort ist, dass wir gehen. Dass wir einfach dasselbe ist, wenn wir irgendwo zu Fuß gehen. Und wenn wir denken an gehen, wenn wir denken an wandeln, dann weißt du, das ist ein Ding, was wir brauchen, um von einer Stadt zur anderen Stadt zu kommen. So wir sind in einer Stadt, werden wir sein in christlichen Leben. Wir haben einen Anfang, wo wir Jesus annehmen dürfen. Und wir werden aber abwachsen, wir werden wachsen in das Glauben mit Jesus Christus, an die Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist ein Wandel. So, dass das nicht über Nacht, dass alles überhüpfen in eine Vollkommenheit, das ist ein Wandel. So, wir wanken, wir wandeln, wir gehen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das Thema hier in 2. Johannes ist, dass wir in Wahrheit das dort tun. Dass wir in Wahrheit wandeln. So, nachher ist es, was wir denken, wenn wir denken an gehen, das ist nicht ein Ding, was wir uns mit kämpfen doen. Das ist nicht, dass wir sagen, dass ich will böse als du, ich will die verstehen, dass du nicht kannst, aber das sind viele Mal, dann dass wir taub gehen, nicht so? Mehr als einer oder zwei Menschen, wir gehen taub. Argentinien, wir gleich in viele Mal in der Werk dann gleich wieder zu gehen. Dann gehen wir von Tüß, dann gehen wir hier so ganz hier zu verbinden, und der nächste Gast uns dort dran, dann gehen wir gleich in taub zu gehen. Und das ist ein Ding, was als wir sind für uns, dann sei wie Dinge, was wir anders nicht sein, den Heim und die Markt, wenn die bloß einmal in dasselbe Haus sind, in dasselbe Feuerwehr bekicken, dann sei ich nicht nicht. Aber wenn die noch mal rückgehen und wohnen, dann noch mal ein bisschen wieder von Tüß, dann sei ich mehr Dinge, was in der Welt sind. Und kriegst du erst, wenn wir in der Wahrheit gehen, wandeln, dann wird uns mehr klar, dann wird uns mehr offenbar. So, die Thema, was hier so durch den Brief ist, dass wir in Wahrheit gehen. Ich will lesen zum Anfang, weil nach ein paar Dinge, was ich dann sagen ist, redet hier so, heißt der Älteste, Johannes heißt der Älteste, die Titel, die geschrieben wird, dann wie Johannes auch ein Ola Onkel. In der Wirklichkeit erst, da haben wir zu der Zeit, die Leben denkst, der einzige von den 12 Aposteln, was nach Leben dein. So, ich stelle mir vor, sie in der Gemeinschaft erst ein bisschen einsam geworden, so wie das jetzt mit seinen Mitarbeitern tut.
En hij als wel veel steden geweest op de wereld wat hij dan kenden, als wel wie bekend. En zo hij als een älteste sozusagen über alle die gemeenten. En hij schrift hier zo, en de woord wat hij gebruiken deed, is hij schrift aan de gewählte Früh in Kenia. Nu bloß zum Klarmerken, hij schrift nicht unbedingt nur eine besondere Früh in ihrer Familie, aber da nur eine Kirche, und hij redet so anders als die Brut von Christus. So die Brut, die Früh als die Kirche, und die Kinder sind einfach die Glieder in der Kirche, so zu sein. So wir sind ein Part von dem Körper. Jesus als der Kopf und wir sind ein Körper. So er redet hier zu dem Körper Christi, zu der Gemeinde von Jesus Christus. So ich würde gleich, wenn wir von der lesen dann hier so werden, wenn wir kicken dann, dass wir würden horchen und dass wir würden kicken mit den Ohren und Ohren von Johannes, der Schrift einfach zu dir und der Schrift zu mir. Er schreibt nicht bloß zu der Tante dann, aber er schreibt zu der Kirche und die Kirche lebt von der und auch nach. So dann, mit den Gedanken, weil ich hier so lesen, die ersten 2 Verse, das heißt es das. Der älteste Schrift an die gewählte Früh in ihrer Kinder, die Gemeinde. Ich sehe durch Jesus Christus Gott. Oder ein anderer Weg können wir sagen, ich habe Leib verjüngt, so zu sein. Die Ansicht haben in der Wahrheit, sind andere Menschen auch Gott. Das wirst die Wahrheit als in uns in einmal bleiben Wort. So, wenn ich ein paar Dinge sagen über das Versen hier, so, die englische Übersetzung sagt, das ist wahr. Das ist nicht bloß ich, was die Gott ist, das ist nicht bloß ich, was Leib hat für die, aber all die, was die Wahrheit haben, sind die Gott. In anderen wird gesagt, wenn die Wahrheit in uns ist, dann gibt es ein Leib, was wir haben, einer für den anderen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 30 und 31, sagt, wenn die wirklich meine Jünger sind, dann wird die Wahrheit in ihnen sein, dann wird die Wahrheit kann, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. Und wenn ich das sagen, da wird, was er sagt, dass die Wahrheit kann, das ist ein Wort, was hier so aufgebrückt wird. Er betrachtet das ein bisschen eine andere Übersetzung. Heißt, wenn die Ansicht haben, oder wir können sagen, wenn die Wahrheit kann, dann wollen die Leib haben für andere Menschen. Und der Wort kann, ich habe hier mal gesagt, ich war wahr von der Samaris, der Wort kann in Griechisch haben ein paar verschiedene Meinungen. Es sind 2 verschiedene Wörter, die gebraucht wurden, zum Wort, was wir praktisch haben, für kann oder Ansicht haben. Einfach kann sein, dass ich weiß dort, ich kann dort, wie mir haben dort gesagt, sondern habe ich ein Verständnis davon. Ich habe nicht unbedingt ein Belebnis daran, aber ich habe ein Verständnis davon. Daran, ich kann nicht sagen, dass in unserer Familie sind ein paar Stück, die sehr Prostitution haben. Und ich weiß dort, wie ich habe Design an ihr Test, ich habe Design, wie wir dick ihre Braut sind, so ich habe ein Verständnis davon, dass die haben schlechte Uhren, so dann kann ich dort, ich weiß dort, aber da kann ich ein Belebnis dann, aber die selbst haben ein Belebnis dann, wie wenn die Braut aufnehmen, dann kann es meistens nicht sein. So die kann dort wirklich, nicht so? Ein Beispiel, was der erste ist, als wir in Belize woonden, dann ein Tag kam zu einem Urkund, in einem Hurricane, kam zu durch im Land, und nicht in der Kolonie, wo wir wohnen, aber in einer anderen Kolonie, wo wir Freunde hatten, und das ein Freund, er sieht, dass wir sehr windig, wir großem sehr windig, aber dann einmal kam der Uhr von der Urkund, kam gleich über ihr Haus, und er sagt, gleich so hastig, dass wir sehr windig, und gleich so hastig wie ein Muckstall, 15 Minuten later, wir waren großem windig, aber dann kam der Wind in einen anderen Weg. Und so, ich sah Tüß, 44 Mil auf von wo die waren, und ich kickte im Internet und ich sagte, oh, die Stürme, die jetzt dort wie eine Kolonie, aber das musste sicher windig sein. So, ich wusste dort, ich hatte ein Verständnis, ich kann dort in meinem Kopf, dass wir in Urkund, aber dass wir in kann von Hören, von Lesen, von Sein, aber die Menschen, die dort wohnen, die hatten in Kahn, die hatten Belebnis. Die wussten dort, was es meint, den Urkundreich zu leben. Die hatten ein Belebnis davon. Und das ist, was Johannes hier sagt. Er sagt, die Menschen, die die Wahrheit mit einem Belebnis kann, die die Wahrheit mit Erfahrenheit kann, die haben Leib einer für den anderen. So, Johannes sagt hier sozusagen, dass ein Ding, dass wenn wir die Wahrheit kann, dann wird wir was sein, was in uns arbeiten, dann wird wir Leib haben, einer für den anderen werden. Er sagt, es ist nicht bloß ich, was ich Gott sehe, es ist nicht bloß ich, was Leib hat für ihn alle, aber all die Menschen, die Ansicht haben zu der Wahrheit, die sind in Gott, die haben Leib. So, Johannes lehrt hier einfach,
dass wir wollen live haben, wann wir die Erkenntnis haben. Johannes 14, Vers 6, du sagst Jesus, er sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner kommt um Vorarbeiter durch mich. So, wer ist die Wahrheit? Das ist nicht ein Ding, was wir hören. Die Wahrheit, wo Johannes von reden hat, ist Jesus selbst. So, die Menschen, was Jesus selbst kann, was erfahren hat, was ihr selbst belebt ist, ihr habt mit Jesus Christus, ihr kann Jesus als Wahrheit. Dann sagt er, wenn ihr diese Wahrheit kann, dann wollt ihr einfach eine Life haben, was wieder jetzt als für uns selbst. Das ist die Ursache, wo wir die Menschen leben, was wir nicht mehr können. Einmal gemacht, dass wenn ihr irgendwo in der Welt anfahren und ihr begegnen Menschen, die ihr niemals euer gesehen haben, dann fangen ihr an zu vertrauen, und dann ist von Jüngers und der jetzt fangt an zu nubbern und du hast ein Verbindnis, dann habt ihr meistens automatisch, dass ihr eine Life habt für die Person, wenn ihr treffen ihn im geistlichen Tod. Heirat mal gemacht? Sie dort ist, was passiert, wenn wir die Wahrheit kann, dann darf ich nicht alles weiten von der nächsten Person, aber dann habe ich mal immer eine Life für die nächste Person. Das ist auch ein Part von der Frucht von dem Heiligen Geist. Ein von den Dingen, was abgenannt wird aus der Frucht von dem Heiligen Geist, ist Life, Fried, Geduld, Gelindigkeit, all diese Dinge. So ein Part von der Wahrheit kann, ein Part von der Wahrheit weiten, mit Erfahrenheit, da habe ich Life, wegen das ist ein Part von der Frucht von dem Heiligen Geist. So Johannes sagt, wenn wir die Wahrheit kann, dann habe ich Life, eine für den anderen. Hier wieder, in den dritten Vers hier, habe ich bloß einfach ein Gruß. Und da müsste abfallen, weil die Menschen in der Bibel die Gruß haben, eine für den anderen. Hey, mal gemacht, wenn wir als Stück nicht gesehen haben, da traf er und sagte, hey, was schien das? Wir meinen wirklich nicht, was schien das. Wir weiten, was es schien. Wir weiten, dass das Dach beten. Wir weiten, dass das dies ist. Wir weiten, sagen, was es schien. Wir freuen nicht wirklich, was es schien. Wir begrüßen uns. Das alles, was es ist, das ist ein Gruß, was wir haben, eine für den anderen. Das wird, was wir brauchen, aus dem Gruß. Aber heute mal, wer heute einen Gruß geben, da hat Gnade, Mitleid und Friede von Gott, den Vater, und den Sehen Jesus Christus, möchten mit uns bleiben in Wahrheit und in Life. Den Gruß, der wir mit Meier als was schintet. Den Gruß, wir, ich wünsche dir einfach Gott seine Jen wird in dein Leben. Ich wünsche dir hast Frieden. Ich wünsche dir, dass Gott seine Gnade noch einmal dabei erfahren. Du hast das Life von Gott in dein Leben. Dort ist der Gruß, was er hat. So, er meint das einfach ein bisschen einfach reden. Aber er geht dann wieder. Und hier ist, wo ich will mit meiner Zeit annehmen. Und er sagt, ich wir sehr froh. Das Wort könnte übersetzt werden, ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, wo dass ich einige von den Kindern funk, die in Wahrheit von Jesus Christus ist. Die in der Wahrheit, was in Jesus Christus ist, ganz nur dem Gebot, das wir im Vorder gekriegt haben. Das ist interessant, die Übersetzung. Die englische Übersetzung sagt hier, dass ich besser von den Kindern gefangen habe, was in Wahrheit gehen tun. Was in Wahrheit wandeln tun. Das ist der Gedanke hier, das hängen. So, ich freue mich, dass ich einige von den Kindern funk, die in der Wahrheit von Jesus Christus erst leben. So, die wandeln werden. So, das erstmal, da habe ich bloß die Wahrheit abgefunden, nu weet ik dat Jezus voor mijn zin gestorben is, nu weet ik dat Jezus mijn zin betoeld heeft, maar die leven dan in deze waarheid, die wanken, die wonen, die gaan in deze waarheid. En mij is het interessant dat hij deze weer brokken deed, weet je wat verken moet passeren, wanneer we de waarheid hebben, wanneer we wat abvoeten doen? Dan in de steden we denken aan dit en wandelen, dan moeten we dit begrenzen. Ik weet niet wat jullie het gaat, maar voor mij, ik leg nogmaals wat we op Engels würden nennen een debate. Weet je alle wat een debate is? Een plottisch heet zich dat mensen krijgen nu strijden. Maar dat is niet strijden. Dat is bloß einfach, ik stu aan voor wat ik geloof en du stehst aan voor wat du gelooft en we hebben een onderhouding. En deze onderhoudingen, die worden nog eenmaal een beetje heit. Die worden een beetje luid, die worden een beetje driest. En ik leg dat. In werkelijkheid, mij heeft het een beetje moed. Dat de dingen te doen. Maar het ding is, het probleem is, wanneer ik waarheid de staat neem, is nu heb ik de waarheid te holen gekregen. Nu moet ik doen zijn dat ik voor mijn ziet van de waarheid strijden, dan word ik een beetje luid. En met mijn körper verhandelen, ik doe een beetje
ivrig worden zijn, als dat een recht woord. Passionate, levendig. En wat er passiert is, wanneer die mensen met wem ik deze ongehuwelijk heb, wanneer die niet krijgt ze levendig wordt, weet je wat met die persoon passiert? Die vangt aan erop te bakken, die vangt zich aan te verschrikken, en die voelt zich zoals van ik bloos klappen doe, die voelt zich zoals van ik hummeren doe. En mijn vraag is dan dit, wat heeft Janem deze ongehuwelijk geholpen? Hast du einen Stopp nur gekommen in seine Menschen mit Jesus? Nicht ein Bet. Von Wort, dann hast du noch Schuchter zu der Wahrheit. Und sie, das Ding ist, dass Johannes sagt, er freut sich, dass die Menschen von der Kirche, die wandeln, die gingen, die lebten in der Wahrheit. Er sagt nicht, mich freut, dass die Brot sind mit der Anstellung für die Wahrheit. Er sagt, er freut sich, dass die lebten, dass die wankten, dass die wandeln in der Wahrheit. Ik las Timotheus, hij kreeg een notering van Paulus, en hier dit wordt een beetje blattig wordt. Paulus zegt te Timotheus, hij zegt, o Timotheus, hou dat zeker, wat God die anvertrouwd heeft, en heb niets te doen met de lage, weltliche, je plura, en dat voor je strijd, dat je verstellen zal, dat ze veel weten. Zo, een ander wie wat hij zei, dat is de waarheid, dat wordt ons onvertrouwd, als we zullen dat bewahren, we zullen dat zeker houden. Maar dat zeker houden moet niet immer strijden daarover. Moet niet proberen de zeker te merken dat ik waarachtig ben. Weet je, wanneer ik dit om te doen ben, dat ik immer waarachtig ben, wat geloof je mij dat nog? Dan moet ik immer doen zijn dat de zelfbeheer aardig is. Dan, wanneer ik immer met bewust zijn, moet de zelfbeheer immer het eerste komen. En hier is het probleem. Wanneer ik bloos voldoende zijn, dat ik wil strijden voor waarheid, dan wil ik immer doen zijn, dat de zelfbeheer te liggen komt. En Johannes zegt, mij vreet dat je in waarheid wandelen, niet dat je voor waarheid strijden. Hoe ween is dat? Wel, eines is, wanneer we wandelen doen, dan hebben we al een luide stem voor wat waarheid is. Ik las een Geschichte deze week van een man. Hij stelt zich aan als einer, wat zeer streng weer in de Bibel nu volgen. Op Engels nennt zich dat een fundamentalist, wanneer je dat goed kan. So hij zegt, dit wat de Bibel zegt en dit wordt het is. En zo zijn verständnis dat weer reich. En zo hij stond dan op een acht gas in de stad en hij het papier wat hij mensen uithangen wanneer hij kwam. En dan bezag hij zich daar leven en zegt hij, dit wat in die leven aardig is, dit is die zin en dit en dat en ja en alle in de vingerwijzen beaardigd te worden en dit is de waarheid. Dat te zijn. En de christen daarom, alle christen, die schämen zich over diesen. En dat is verständlich voor wen. En zo dan een prediger sagte, die mensen in de kerk sagte, mensen, wenn je den begegnen doen, sieht nicht bolständig, nehmt das Papier, weil er glaubt, dass jemand das hat, aber je kann das wegschmieden. So einer von diesen Menschen in der Kirche, er will sich dann, er wollte mal was anderes tun. Er nimmt das Papier von dem, dann geht er bloß im Hintergrund. Jana weiß das dann nicht. Er ist dann im Hintergrund und dann fängt er bloß an zu merken, was ist das Mensch? Er ist so zu tun, um die Wahrheit uitpredigen. Er ist so zu tun, um alle Menschen sein, beaardig zu sein, im Bereich er ist. Wir wollen mal gucken, was passiert dann in diesem Leben. So, er sagt im Hintergrund, Jana weiß nicht, dass er da ist. Er hat ein Papier von dem. Und so, Jana, als er den ganzen Tag über, numerisch über, und er stritt mit Menschen, er sagt, für alles zu sein, was der Sinn aller ist, und dit und dort, und ja, und was er ist. Er hat die Wahrheit, jo. Und wir dann ab einem Tag, dus hat er verfolgt, hat er sein Flied getan für das Christentum, er packt den Papier, was er noch hat, packt er ab, und geht er weg, und was in der steht, als wird es scheinbar keine Aas, sagte sich durch und schmeckte sich kein an. So, ich sage nicht, ich will nicht die Schmecken durchheben hier als irgendwo, aber für die Menschen, diese Gruppe, die von Pott ist, für die wird das ein Grail, sozusagen. So, der erste Pott von den Menschen, die sagen, Schmecken ist ein Grail. Und in die Predigt, dann sagt er, die sind alle artig, die haben alle Sinn, ich bin reich, ich habe die Worte, ich stehe an für die Wahrheit. Und wenn er allein ist, dann wird er kriegt das selbe, wo er jeden predigen tut. Okay, sehen, was ich sage? So, was glaube ich herrscht in die Menschen? Dass er striden tut für die Wahrheit, oder wo er wandelt. Weet je, das beste Wort, der beste Kredit, was er noch hat, das verschwindet, wenn er wandelt, er denkt, er lebt nicht in der Wahrheit. Er vertelt eines, er streitet für die Wahrheit, aber er lebt nicht in der Wahrheit.
En sie du een, als het zo wichtig, van Johannes sagt, ik vreed me te zijn. Hij zegt niet, ik vreed me te horen, ik vreed me te zijn, dat van jullie mensen leven in waarheid. En weet je dat als in ons leven, in ons wandel, dat onze stem wirklich wat te zijn heeft. Dat in ons wandel, dat onze stem wirklich drehen wird. Wir hatten einen Handfreund in der Kolonie, wo wir wohnten in Belize. Und du so, wenn ihr die Kultur kennt, in der Kolonie wird es so, wenn Menschen sich hingeben zu Jesus, dann wird es gemäht. Und viel muss was passieren, wenn Menschen Jesus annehmen, die wird gemäht, dann käme die Rück von dem System, und dann haben die alle Sorten schlechte zu sein über das System. Die sind so verdreht, die sind so toll, und dann reden die alle, nu habe ich die Wahrheit abgefunden. Ich sage, nu mache ich Anspruch für die Wahrheit. Und weißt du, was deed für die, was du nach Band wirst? Das schlägt ihn tot. Und wir hatten ein paar Lied in unserer Kirche, und die werden da all für, über 20 Jahre alt von der System bieten, und die hatten eine andere Abfutung davon. Die hatten das abgefunden, dass Jesus hat mir gerat, er hat meine Sünden vergibt, er ist geduldig und gnädig zu mir, und er macht ich dort sein zu anderen Menschen. So die Herrchen, wo von der Kolonie, wo von Ent geschämt wird, die Herrchen, wo von Ent gegründet wird, wo von Ent gelehrt wird, und weißt du, was sie da im Tisch? Sie leben Ent, reden niemals Schlechtes von Ent, und wenn von Jana dann irgendwie kein nur Halb, irgendwas, die werden immer recht helfen. Und weißt du, was passiert? Zu laat, wenn Menschen erst im Trouble werden, wenn Menschen sich erst nicht rot fangen mit irgendwas, dann werden gleich gegen die. Nur die, was die Lied werden, sein, wo verdreht werden, oder nur diese Lied, was die so live zu führen. Weißt du, was der Unterschied ist? Eine prüft die Wahrheit zu bestreiten, und der andere, die lebt, der wandelt in der Wahrheit. Johannes sagt, ich freue mich, dass ich von jedem Menschen sei, die wandeln, die leben, die gehen in dieser Wahrheit. So, wir haben eine Abgabe, um die Wahrheit kennen, aber in der Wahrheit zu leben. Und wenn wir in der Wahrheit leben, dann gibt es dort ein Life für andere Menschen. Aber hier jetzt wieder, in Vers 5 und 6, er sagt es dit. Und dit ist, dass wir sollen nach der Wahrheit gehorsam sein. Und nu sagt die, je früh, dass wir als einander gut sind. Ich schreef die kein niet gebod, dat is een oude gebod, dat is dat oude gebod, dat die von Anfang an gehört haben. Dat is, wo wir als Gott sind. Wir holen sie nicht boten. Dat is dort Gebot, von die von Anfang an gehört haben und wo nur je leben sollen. Hier ein paar Dinge. Er sagte, wir haben ein Gebot von Gott, ein Gebot, was Gott an sie gegeben hat, und das soll wir holen. Und wenn Gott uns ein Gebot geben wird, das ist nicht ein Gebot, das ist so einfach das zu tun. Das ist nicht einfach, die Menschen zu leben. Das ist nicht einfach, bloß einmal in die Wahrheit zu wohnen. Das ist nicht einfach, Dinge zu tun, was reich sind, wenn Menschen gehen an seinen Ballstätig sind. Du weißt erst dort ein Gebot. Wenn alles einfach wäre, dann würden wir das nicht da. Er sagt nicht, ich will mal alle sollen Eiscreme gleichen. Er hat nicht im Gebot, dass wir alle sollen Eiscreme gleichen. Weißt du, wieso nicht? Wenn Zucker gleichen, ist natürlich. Er darf das doch nicht sein. Weil das vielleicht nicht dein gesagt. Aber Dinge, die natürlich sind, was du versalst, die dürfen nicht im Gebot sein. Aber die Dinge, die man versächtig sind, was wir Fleet machen tun, das sind Dinge, die er aus dem Gebot stahlen. Dann sagt er, das ist ein Gebot, was wir sollen haben, wir sollen live haben, einer für den anderen. Aber das ist interessant, weil er vertalt hier so. Er sagt, ich schrieb, nur die, ein Gebot, was je alle gekriegt haben. In anderen wird gesagt, es ist nicht ein Gebot, was du bloß für eine Person hast, das ist ein Gebot, was du für alle hast. Was ich will haben, wir sollen sehen, was hier so passieren wird, ist Johannes, er hat klar in seinen Gedanken, dass diese Geboten von Gott, diese Geboten von Leben, diese Geboten von Wohnen im Leben, das nicht sind, was wir als einzelne Menschen allein tun. Ich weiß nicht, was jeder erfahren hat in der letzten Atelier, aber da wird ihm noch mal einsam, wenn er bloß einmal allein ist. Heirat ihr fällt? Ja, und wenn wir allein sind, dann fühlt sich das eine Wort entduntig. Habt ihr das auch belebt? Und wenn wir entduntig worden, dann fangen Dinge an zu werden. Wo bleibt die Freiheit? Dann fangen wir Welt an der Land die Sache an der Hand, nicht so? Wenn es ja bloß nicht mehr erscheint. Johannes sagt hier so, er sagt, ich schrieb die in die Boot, die Kirche, dass die als Menschen, das wollen leben.
En wat is dat? Dat je lief gaan. Dat je in dit leven, dat je met een ander wandelen doen. Dat is nicht ein Ding, das wir einzeln tun können. Wenn wir einzeln allein sind, dann fangen wir an, als Glut fängt an zu verschwingen, als Mut fängt an zu verrutschen, als Gesicht wird länger, als die Freiheit wird kürzer, als die Geduld die verschwingt. So, Johannes sagt, dass das einfach hier das Leben, das braucht uns untereinander. Ich weiß nicht, wie Ihnen gefällt haben, aber vielleicht, als wir hier der Typ kamen, dann wird es noch ein bisschen enger. Dat zie ik dus, we nog al een beetje zochten wat we doen. En dat vond ik interessant. We kwamen hier in een gebied toe. Keiner begrijpt zich scheinbar wel van eens af. Keiner dat hanteren. Dat vond ik einfach kalt. Dat vond ik niet schijn. En van der zijn we een beetje daar levend. Van der dat nog altijd je hangt opkomen. So, weet je hoe we in de tijd? Wie in de Bibel zegt, dat we zijn gemerkt, dat als dat een en ander fehlen deed. Weet je, voor die en voor mij, dat we waren zichtbaar leven in ons Christentum, als fehlt dat aan ons een en ander. We zijn beneidigt aan ons een en ander. Want we willen dat gehoorzaam zijn, wat God ons zijn, dat we zullen gehoorzaam zijn, dat we ons een en ander goed zijn, dat we zullen leven, dat we zullen wandelen, dat we zullen gaan in deze waarheid, dan brauchen wir Gemeinschaft, einer mit dem anderen. Wir können das nicht allein tun. Das schafft bloß nicht. Die Wirklichkeit ist, dass Johannes 13,34, das sagt einfach, so steht, wenn die Leib untereinander haben, wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Nu wil ik je dit mal vragen. Wo kann jemand sein, dass wir Leib haben untereinander, weil wir nicht hübsch sind? Graut das mal nicht. Das schafft nicht. Weet je, wir sind gemerkt, dass wir wollen Gemeinschaft haben. Und wir sind gemerkt, dass unsere Gemeinschaft mit Leib verbunden ist. Und wir sind gemerkt, dass unser Leib, dass wir, wenn wir Gemeinschaft haben untereinander, dass unser Leib dort wird in Weg, wo wir die Wahrheit verkennen. Und durch dem, dass wir die Wahrheit leben, dass wir die Wahrheit verkennen, dann dadurch, dann wird die Wahrheit noch begrenzt in uns, dass wir nicht dürfen überstreben worden. So die Dinge, die wir proben zu erregen, mit über die Wahrheit streben, die werden erregt und streben, weil wir bloß gehorsam sind und mit Gemeinschaft und Leib taub wohnen. Das ist einfach für das Schaf. So Johannes, der sagt, dass wir sollen, der Herr auf Leib für die Menschen. Und er sagt, der Herr auf Leib für die Menschen, erstens, wen er kennt, aber er sagt, alle Menschen, die die Wahrheit kann, von Erfahrenheit, die haben Leib für jeden. So, wir können nicht sagen, dass wir leben in Wahrheit und spietig sein über den Nächsten. Dann haben wir einen Kampf mit der Wahrheit. Wahrheit bringt Leib. Nicht bloß dort, weil er sagt, wir sollen nicht streben über Wahrheit, wir sollen wandeln, leben, gehen in Wahrheit. Dort meint er, die Wahrheit nimmt uns von hier, von einer steht, bei der nächsten steht. Wahrheit ist so, was du nicht satt bleibt. Das lebt, das bringt neue Gedanken, das bringt neue Leib, das bringt Erfrischung. Wenn je buiten gehen en rekken de frisse lucht, dan word je abgefrischt. Dan krijg je als we in Wahrheit leben, dann word je abgefrischt. En dan te laat sagt hij nog, en we brücken ab, dat we ondereinander doen. Wir sind verbunden in Gemeinschaft. Der Herr hat uns gemerkt, dass wir aus dem Körper Christi in Gemeinschaft leben dürfen und dadurch die Wahrheit nur folgen in Leib leben. Wenn ich denke an die letzte Atelierwerk, dann muss ich sagen, dass die Einsamkeit, die wird mir alt. Da wird schwer, geduldig zu bleiben. Da wird schwer, mutig zu bleiben. Ein klein bisschen Gemeinschaft haben, die nimmt das so sehr weit. Wenn Gott hat die in mir so gemerkt. Wir sind bedürftig an Gemeinschaft. Und wir sind bedürftig. Und weißt du, was Gemeinschaft ist? So, und zum Beispiel, wenn wir Gemeinschaft haben, dann, wir sind nicht Plätzen einer über den anderen. Aber wenn wir Gemeinschaft haben, einer mit dem anderen, wenn einer der andere weiter hat, dann wollen wir einmal einer sagen, hey, wo kann ich mit dem Markt wohnen? Wo kann ich die Motor sprechen?
Wenn wir Gemeinschaft haben, einer mit dem anderen, dann können wir immer sagen, hey, Junge, oder früh, Mann, oder früh, Junge, Mädel, du warst hier in den Engran, dann helpen wir verbeten. Die Gemeinschaft, dat die Leib verbinden en opbouwen. En dit is wat Johannes zegt, dit is wat aan vrijheid, dat die gemeente, die wandelt, die leeft in deze leven. Ik wil nächste week weer gaan in deze thema van het tweede Johannes, ik wil je moeten spreken te lezen. Maar ik wil bloos nog eenmaal een klein beetje terugbakken en denken helpen. Als kerk, ik weet niet, is hier nog voor een denken houden, maar we hebben gezegd als visie voor deze kerk, als dat we mensen zijn wat God leven, wat hem aanbeden. We willen mensen zijn wat als we een ander dienen, God dienen, en dat we als we een ander dienen doen. En dat we willen een kerk zijn wat de evangelie met andere mensen met delen. Nu heißt je maar wat hier zo passiert met Johannes die vertelt hier zo. Hij zegt, het vangt alle aan met de gemeenschap wat we hebben met God. Wanneer ik de woordheid kan, dat vangt aan met de gemeenschap wat ik heb met God. So wat doen we wanneer we gemeenschap hebben met God? Dan doen we hem aanbidden. Dan doen we hem leven. Dan zegt hij, wanneer ik God aanbidden, wanneer ik deze gemeenschap heb met God, deze leven voor de woordheid, dan maar eenmaal dan leven ik aan mijn nächsten. Kan je zijn? Dan vangen we aan onze nächsten te bedienen. Is dat niet wat als visioen is? Ja? En dan zegt hij te laatst, dan zegt hij, en wanneer we dit uitleven, dan dat we leven aan een ander, dan zegt Johannes, dan worden die mensen erom aan zijn, dat we zien die dingen zijn, dan vangen we aan net te delen. Dit is kracht wat als visioen is. Dan de nächste week, dan willen we een beetje weer kijken en zijn wat het is, maar voor deze week wil ik als zeer moeten spreken. Niet in wo Gottes naam kijken te zijn, wat is die list, wat zijn die dingen wat ik zal doen. Maar einfach dit doen. De waarheid bekijken, om de waarheid laten thuis worden im hart. Dat de waarheid einfach aangeworteld wordt, dat die hier thuis wordt. En dan kan ik de waarheid met ervarenheid, en dan met de erkenntnis van de waarheid zijn, hoe kan ik de nächsten leven? Hoe kan ik mijn Nuba leven? Hoe kan ik goed zijn te andere christen? Niet bloß die van deze verzameling, maar voor andere christen. Hoe kan ik het leven? En dan laat God de arbeid doen, dat mensen maar kijken en zeggen, wat geeft het met deze leven? Dan reizen ze hem antwoorden, wanneer we vragen. Laten we te bidden. Vader, dankeschön. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du das gemerkt hast, dass wir uns untereinander gut sind, dass wir bedürftig sind, einer am anderen, Herr Gott. Dankeschön, dass du uns gemerkt hast, dass wir nicht feurig waren ohne andere Menschen. Dass wenn wir zu sehr allein sind und wo wir mutlos sind, wo wir verschwingt unsere Freiheit. Dankeschön, Herr Gott, dass du uns gemerkt hast, dass wenn wir taub sind, dass wir abgebildet waren, einer von den anderen. Vader, deze week bid ik dat we als MGC, dat we worden een gratis verlangen hebben naar de waarheid van Jezus Christus. Dat we worden dieper in de gemeenschap met Jezus leven en dat we wat van ons uitschelen, dat we worden live hebben voor onze nächsten. En indem dat we live hebben voor onze nächsten, Herr God, dat het einfach wordt zo uitdagen, dat andere mensen worden kijken en zeggen, wat meint dat? Gingen te zijn van Jezus Christus. Vader, we danken die en we prijzen die in Jezus' naam. Amen. You guys can stand up again if you would like to. Thank you.
bloß noch einmal ein Cliplas in bekommen, merke, für die, was der Han Junevel Papier mitgebracht für die Köln-Wohl und für Hilfspädie-Wohl, für die, was die Büten sind, wenn ihr bloß nach den Quark abschreiben, wann das für eine Wohl ist, ich habe in der Saal durchgenommen, was der erst für ihn aufteilen, Geld aufteilen, und die, was hier bei sind, die so als die brune Dose, so, da eigentlich als Last, die Kette nehmen für die Wohl, und für Geld aufteilen, als dann in den Karf, was der Besitz ist. So, bloß, dass ihr einen Unterschied ist, dass ihr weißt. Ich will zum Segensspruch lesen von Römer Kapitel 15, den 13. Vers. Das heißt es: Mocht der Gott, von dem alle Hoffnung kämpft, und durch ihnen Glauben in Arm, voll ab Frieden und Fried schenken, dass ihre Hoffnung durch den Heiligen Jesu in der Kraft in ihnen wachsen macht. Amen. Vielen Dank, schön, wie sind ihr wohl. Good morning. Good. How about you? Good.
somebody there last year. I know about all the time. Who kind of decided to write about it like